EA Sports FC 24 ist anders als alle Gaming-Seiten berichten ein kompletter Wechsel für die Serie. Ach, was sage ich? Und für das Gaming allgemein. Egal, ob man jetzt Sportspiele spielt oder nicht. Und hier ist der Grund. Seht ihr ihn? Okay, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Ja, es ist das erste Spiel der Reihe, welches eine solch hohe Alterseinstufung bekommen hat. Ich als jemand, der FIFA und EA kennt, hätte sogar noch höher eingestuft. Nicht, weil es besonders brutal ist, sondern aus dem einfachen Grund, Glücksspiel ist mega süchtig machend. Yep, ihr habt auf ein Lootbox-Video geklickt. Wie? Ihr wisst nicht, was Lootboxen sind. Es sind Kisten in Videospielen, die man für echt Geld kaufen kann, in denen dann virtuelle Gegenstände versteckt sind. Und was genau, ist zufällig. Aber ein kompletter Müll. Dafür öffnen sie mit einem Spektakel, von dem man nicht genug kriegt. Aber Vorsicht, in einzelnen Fällen kann auch mal was Brauchbares drin sein. Wie bei einem Lottoschein. Und das hat jetzt Westlotto auf den Plan gebracht. Die 6 aus 49, Toto und Euro-Jackpot, Leute. Die finden, hey, voll fies. Wir müssen uns mit all den Regularien herumärgern wie dem Jugendschutz, während die EAs und 2Ks dieser Welt die Kinder ausnehmen dürfen. Das kann es doch nicht sein. Und deshalb hat jetzt Westlotto einen Vorschlag für ein Gesetz vorgelegt, welches besagt, dass Lootboxen wie echtes Glücksspiel behandelt werden müssen. Das heißt für Deutschland Registrierung der Spieler mit Vornamen, Nachname, Geburtsdatum und Wohnsitz, Angabe eines monatlichen Einzahlungslimits, Angabe einer maximalen Zahl von Erwerbsvorgängen für Lootboxen, Ausweis der eingesetzten Beträge in Euro und Cents, nichts mehr mit Coins oder Sternensplitter oder ähnliches, Aufklärung über Suchtrisiken, Einrichtung einer eigenen Lootbox-Hotline bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, finanziert von den Spieleherstellern, eine 2-Faktor-Authentifizierung von Zahlungsmitteln, Inhalt der Lootboxen muss von behördlich bestellten Dritten regelmäßig überprüft werden und Lootboxen sollen gegenüber Minderjährigen nicht mehr beworben werden dürfen und für Kinder unter 7 soll der Erwerb sogar gänzlich verboten sein. Keine Ahnung, ob das so durchgeht. Der Pessimist in mir sagt, wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe es. Selbst wenn man denkt doch nur einer an die Kinder aus dem Spiel lässt, passiert es viel zu leicht in die Lootbox-Spirale zu fallen. Man denkt, man hat immer dieselbe Chance, die begehrte Figur oder den Gegenstand zu kriegen. Man will Messi, die coole Waffe oder Nero im Badeanzug. Und nicht den Ersatzspieler aus der Altherrenliga, den man schon in den letzten 4 Boxen bekommen hat. Und was kostet es denn schon, noch einmal die große 11er-Box zu probieren? 30 Sterndinger? Okay. Erst später bemerkt man, dass die erwähnten 5 11er-Boxen 95 € gekostet haben. Und das, meine Landratten, nennt man Kostenverschleierung. Der Gesetzesvorschlag, obwohl nicht perfekt, denn immerhin ist Glücksspiel immer noch süchtig machen und jemand, der darin gefangen ist, weiß, es ist eine dumme Idee, dort noch mehr Geld reinzubuttern, würde jedoch viel Gutes tun. Und das trotz der Tatsache, dass die Hochzeit der Lootboxen größtenteils vorbei ist und sie jetzt hauptsächlich nur noch in Sportspielen und Free-to-Play-Action-Spielen vorzufinden sind. Kinder können nicht mehr die Konten ihrer Eltern leeren, normale Spieler wüssten sofort, wie viel sie da gerade ausgegeben haben und ich könnte festlegen, wie viel es mir wert ist, meine Angebetete im Badeanzug zu sehen. Der Branchenverband Game sieht, wie zu erwarten war, jedoch keine Probleme, wie sie bislang tätig ist und findet, dass Game und Glücksspiel nichts miteinander zu tun haben und dass man auf freiwilliger Basis schon so viel getan hat, wie dass Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Inhalte öffentlich sind. Vermutlich würde er auch behaupten, dass das und das komplett unterschiedlich ist. Das sind ja auch Überraschungsmechaniken und die Gerichtsentscheidung, dass Lootboxen im FIFA Ultimate Team in Österreich als Glücksspiel zu werden sind, ist absolut falsch. Der Gerichtsentschluss wurde übrigens von Sony und EA so akzeptiert. Es stellt sich die Frage, warum der Glücksspielanbieter Westlotto dagegen ist, wenn es einen lockeren Umgang mit Glücksspielmechaniken gibt. Darüber kann ich nur spekulieren, aber ich gehe stark davon aus, dass es neben dem Faktor, dass Spieleschmieden sich nicht an die Spielregeln für Glücksspiel halten müssen, es auch nicht in deren Interesse ist, dass sich die Öffentlichkeit gegen Glücksspiele im Allgemeinen wendet. Besteht dort die Gefahr, dass bei einem erneuten fatalen Ausrutscher wie damals bei Battlefront 2 die gesamte Glücksspielindustrie noch mehr in Verruf gerät, als sie eh schon ist, und noch mehr Regularien gemacht werden, welche dann auch konventionelles Glücksspiel mit einschließen könnte, was Westlotto bestimmt nicht gefallen würde. Ich auf meiner Seite sage aber, danke für den Vorschlag, reguliert den Schrott. Oder noch besser, geht weg mit euren Lootboxen. Landratten, heute ausnahmsweise mit einem Off-Ton. Für diese Aufnahme habe ich noch einmal für einzelne Szenen Fate Go gestartet und gesehen, dass ein weiterer meiner Lieblingscharaktere, Ellie-chan, gerade ihr besonderes Halloween-Event hat und ich habe sofort wieder das Verlangen gespürt, sie in ihrem Cinderella-Kleid zu bekommen. Das heute war ja eher eine Nachrichtensendung, weil ich einen Newsartikel dazu gelesen habe.
Aber ich sollte wirklich mal ein richtiges Video zum Thema Monetarisierung in Videospielen machen. Bis dahin, schaut euch doch dieses Video, was als Vorbereitung darauf dient, an und zum Thema hat, warum Skins etwas wert sind und nicht, wie behauptet wird, rein optional sind. Also, hoffentlich sieht man sich dort wieder. Meine Landratten.